Vielleicht mal irgendwann Halloween oder so. Vielleicht gibt es jemand anderem. Darf ich behalten? Wenn du so begeistert klingst, davon auf jeden Fall. Heute ist das Thema weniger ist mehr, Minimalismus. Was genau heißt das eigentlich? Herzlich willkommen zur ersten Folge von Meet the Makers. Heute ist das Thema weniger ist mehr, Minimalismus. Ja, wie funktioniert Minimalismus eigentlich und wie kann man ihn im Alltag leben? Ich habe mir für diese Fragen einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass Lisa mir die ein oder andere Frage beantworten wird. Hallo Lisa, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer Lisa noch nicht kennt, vielleicht möchtest du dich kurz einmal vorstellen. Was machst du? Ja, ich bin YouTuberin und ich setze mich auf meinen Kanal mit allen möglichen Themen auseinander, von Unterhaltung über Lebenshilfetipps, so grob gesagt, ja, und auch hin zu Minimalismus und veganer Ernährung und so weiter. Ja, Minimalismus, was genau heißt das eigentlich? Also es gibt nicht die eine Definition. Also für mich bedeutet Minimalismus, dass ich bewusst konsumiere und mir eben ganz genau überlege, welche Sachen kann ich gebrauchen, welche Sachen machen mich vielleicht auch glücklich und dementsprechend ja, halt aussortiert habe. Also du hast so vor 2 Jahren ungefähr mit diesem Thema angefangen. Wie kam es überhaupt zu dem Punkt in deinem Leben? Ich glaube, ich hatte einfach so eine Phase, wo ich ganz viele Sachen hinterfragt habe, also auch Ernährung und mein generelles Weltbild und so weiter und so fort. Bin dann zuerst Vegetarierin geworden, Veganerin geworden und wenn man sich auf YouTube mit den Themen beschäftigt und Videos dazu guckt, dann wird einem manchmal eben auch an der Seite so ein Thema angezeigt wie Minimalismus und ja, durch so ein angezeigtes Video bin ich dann darauf aufmerksam geworden. Und du hast dich freier gefühlt oder ist es ein richtig neues Lebensgefühl, was da eintritt, wenn man Minimalismus lebt? Ja? Ich fand das auf jeden Fall. Halt auch irgendwie, weil du ein besseres Gefühl dafür hast, welche Sachen du überhaupt hast und die dann halt auch tatsächlich nutzt. Also ich habe häufig so ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich Sachen gekauft habe und die dann irgendwie nicht die nötige Aufmerksamkeit von mir bekommen haben oder ich das Gefühl hatte, okay, das habe ich jetzt gekauft, das steht jetzt seit Jahren rum und irgendwie mag ich das Ding gar nicht. Fand ich schade und so wusste ich, alles, was ich besitze, das ist auch eine gute Sache irgendwie. So, jetzt werden wir heute auch einen Blick in meinen Kleiderschrank werfen. Ja, und vielleicht entdecken wir das ein oder andere Teil, mit dem man noch irgendwas machen kann oder das auf jeden Fall rausfliegen muss aus meinem Schrank. Okay, ich Dann bin gespannt. mal. So, willkommen in meinem Ankleidezimmer. Ja, hier ein erster Blick in meinen Kleiderschrank. Wie fangen wir an? Wie startet man so eine Aktion? Also bei mir war es so, dass mein Kleiderschrank am Anfang sehr ähnlich aussah. Und ich habe erstmal alles rausgeworfen und auf den Boden gelegt und so ein bisschen in Kategorien unterteilt und habe mir dann so eine Kategorie nach der anderen vorgenommen. Und ja, meistens schafft man das auch nicht unbedingt in einem Tag, gerade wenn es irgendwie mehr Sachen sind. Also es ist auch völlig okay, das in Ruhe anzugehen und sich ein bisschen mehr Zeit dafür zu lassen. Ja gut, dann gucken wir doch mal hier in meine Hosenschublade. Angefangen mit meiner Lieblingsjeans, die ich irgendwie echt den ganzen Sommer über getragen habe. Und das wird wahrscheinlich auch weitergehen im Winter. Ja, das ist eindeutig der Behaltenstapel. Darf ich behalten? Wenn du so begeistert klingst, davon auf jeden Fall. Hier habe ich zum Beispiel noch so ein Teil, das habe ich mal bei einem Shooting geschenkt bekommen. Ich laufe nicht so halbnackt durch die Gegend, aber ich denke mir mal, vielleicht mal irgendwann Halloween oder so. Ja, also entweder, wie du sagst, eine Möglichkeit finden, das irgendwo einzubauen, ein Kostüm draus bauen oder sowas. Und wenn nicht, auch da der Wegstapel. Als nächstes habe ich hier eine Jeans, in die ich nicht reinpasse. Und ich hoffe immer, dass sie mir vielleicht irgendwann mal passen wird. Wie lange wartet man sozusagen, bis man sagt, okay, jetzt ist wirklich genug Zeit vergangen? Also bei mir ist es meistens so, dass ich gucke einmal, dass jede Saison einmal stattgefunden hat, also einmal ums Jahr sozusagen rum. Und wenn ich merke, ich ziehe das jetzt nicht an, dann fliegt die Sache raus. Weg damit. Vielleicht gibt es jemand anderem ein gutes Gefühl. Mit dieser Hose. So, Lisa, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Das war wirklich super interessant und ich muss sagen, ich bin ziemlich angefixt und hochmotiviert, meinen Kleiderschrank auszusortieren. Voll gut. Du wirst auch merken, das geht auch ganz schnell über in so andere Bereiche wie Kosmetik und Schuhe und Deko und sonst was. Also bei mir war das auch so, irgendwann wird das so ein richtiger Selbstläufer. Ja. Du hast auch einen YouTube-Kanal und ihr könnt natürlich die Videos auch gucken. Wir haben euch den Link in unsere Beschreibung gepackt. Dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Benutzt einfach den Hashtag #MakeSomething und dann können wir sehen, wie Minimalismus sich so in eurem Leben macht. Ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank dir und nächste Folge dann Kleidertausch und ich bin mir sicher, ich werde ganz viele Klamotten zum Tauschen haben.